Das Ziel ist, dass wir den Holzbau generell nach vorne treiben. Gerade im Norden gibt es ja doch viel Potenzial. Und da wollen wir unseren Kollegen, unseren Handwerkskollegen, Bauunternehmen, Zimmereien, Dachdeckereien eine Stütze sein und dazu zuliefern, damit wir gemeinsam die Projekte stemmen, die die Zukunft von uns erwartet. Der Praxistag ist einmal für uns wichtig, um zu zeigen, was wir heute an Automatisierungsmöglichkeiten haben. Wir von Weimann haben zum einen hier eine Abunterlage stehen, um den Stab zuzuschneiden, die wir ja benötigen für die Wand. Ja. Und zum anderen steht hier eine Weimann Multifunktionsbrücke, daneben die Insofil, also unsere Dämmbrücke mit entsprechenden Tischen. Wir sind natürlich selber Holzbauer und sind interessiert darin, wie heutzutage produziert wird oder wie eine zukunftsweisende Produktion auch aufgebaut wird. Und sicherlich ist es denkbar, Spitzen im eigenen Betrieb mit einer Kooperation mit Sovade abzupuffern. Absolut. Die Produktionsstraße für den Holzrahmenbau wollen wir uns einmal anschauen. Wir kriegen jetzt auch bald neue Tische von Weimann, da wollen wir uns einmal anschauen, wie das Ganze aussieht, in echt, wie das ablaufen kann. Und sieht man andere Ideen, wie die das umgesetzt haben, wie die arbeiten, wie die Arbeitsabläufe sind. Da sieht man immer ein paar Unterschiede, was man vielleicht in seinem eigenen Betrieb noch verbessern kann. Ich finde Netzwerken total wichtig, um sich auszutauschen, mit den Herstellern, mit den Jungs hier am Tisch, mit den anderen drumherum, Isocell, Weimann, mal einfach sich im Gespräch mal kennenzulernen, um auch zu wissen, was die so anbieten. Ich denke auch, dass jeder kleinere Zimmereibetrieb einfach mal sich inspirieren lassen kann und dadurch, dass man auch den Automatisierungsgrad wählen kann. Ich denke, dass da sich jeder, der irgendwie so ein bisschen an der Bauwende sich beteiligen möchte und im Bereich Holzrahmenbau unterwegs ist, hier sich kleine Sachen abschauen kann. Ja. Das war sehr, sehr gut, was wir heute hier gesehen haben. Ein paar schöne Gespräche geführt. Und ich denke, dass auch in Zukunft da vielleicht was daraus erwachsen kann und die Kollegen sehen das, wissen, dass es uns hier gibt und vielleicht auch zusammen mal das ein oder andere Projekt stemmen könnte.